Das Gerhard-Richter-Archiv befindet sich seit 2006 in Dresden. Das ist die Geburtsstadt von Herrn Richter. Und zu seinem 80. Geburtstag wollten wir natürlich was Besonderes machen, eine Ausstellung. Und da bot es sich an, den Atlas zu zeigen, weil auch der Atlas natürlich ein Archiv ist, das Archiv des Künstlers im gewissen Sinne, während das Gerhard-Richter-Archiv ein Archiv über den Künstler ist. Das ist sehr berührend, ne? Hier auszustellen. Und ja, schön sentimentales, großes Ereignis. Ja. Warum es dazu gekommen ist? Ja, das ist ein Ordnungssinn. Wenn das Zeug rumliegt, muss man es ja irgendwie sammeln. Zum Wegschmeißen war es zu schade, zum Verkaufen nicht gut genug. Also da kam es hatte ja einen Sinn, das so zu machen. Um es anschaulich zu machen, ja. Der Atlas ist eine Sammlung von Materialien, die in ganz unterschiedlicher Weise sich zum malerischen oder künstlerischen Werk von Gerhard Richter verhalten. Wir finden im Atlas die Vorstudien zu Bildern. Wir finden aber auch Nachbereitungen von Bildern. Wir finden eigenständige Ideen, die er hier realisiert. Wir finden Skizzen, Entwürfe. Wir finden sehr öffentliche Werke, die sich auf seine Arbeit beziehen. Aber wir finden auch sehr private Werke, die sein Familienleben thematisieren. Sehr intime, persönliche Bilder. Also es ist ein breites Spektrum, was hier sichtbar wird. Und es ist weniger auch der Blick in das Atelier des Künstlers, als vielleicht sogar noch tiefer in den Kopf des Künstlers. Also erstmal ist es hier ganz toll und eine Sache, für die ich dankbar bin, dass es jemand gibt, der das Zeug aufgehoben hat. Und es ist auch wunderbar, das wiederzusehen ab und zu. Nicht so? Gerhard Richter hat 1962 fotografische Vorlagen als Motive für seine Malerei für sich entdeckt. Und er hat dieses Material dann gesammelt. Er hat sehr viel zusammengetragen aus privaten Fotoalben. Das war zum Teil sein eigenes Familienalbum, aber auch das von Freunden. Und die andere Bildquelle waren Aufnahmen aus Illustrierten, aus dem Stern, aus Quick und aus anderen bunten Zeitschriften. Dieses Material hat er gesammelt, zusammengetragen. Er hat sehr viel davon gemalt, aber auch manches nicht gemalt. Alles dieses Material wurde dann von ihm in Schubladen aufbewahrt, bis er diese Unordnung, die das darstellte, versucht hat, zusätzlich zu ordnen und die Motive auf Kartons aufgeklebt hat. Richter hat dieses Material erstmals 1971 noch unter dem Begriff Materialien und dann 1972 in Utrecht erstmals unter dem Titel Atlas als eigenständiges Kunstwerk ausgestellt. Und alte Fotos zeigen uns auch, dass es damals noch nicht so aussah wie jetzt. Es waren weniger Tafeln, 343 Tafeln etwa. Und sie waren auch anders präsentiert. Die schöne Rahmung, die es jetzt hat, die gab es damals noch nicht. Es waren einfach Kartons und sie waren eben an die Wand geheftet auf Platten oder sie waren eben zwischen zwei Glasscheiben ausgestellt. Er hat es danach aber trotzdem immer wieder revidiert. Er hat ganz zu Anfang auch noch einige Tafeln wieder herausgenommen. Das waren Tafeln, auf denen hauptsächlich Zeichnungen waren. Es gibt ja nur ganz wenige Teile im Atlas, die wirklich für den Atlas entstanden sind. Richter hat das Material, was wir jetzt im Atlas finden, ja nie für den Atlas gearbeitet, sondern das hatte immer andere Funktionen, das hatte andere Überlegungen, Projekte, an denen er gearbeitet hat, Konzepte, die er entworfen hat, auch verworfen hat. Und dann ist dieses Material anschließend in den Atlas eingegangen. Aber dass er sich gesagt hat, ich mache das für den Atlas, das gibt es nur ganz, ganz selten, weil der Atlas eigentlich nie das Ziel im Arbeitsprozess damals war.
Inzwischen gibt es eine feste Ordnung dieses Atlases. Herr Richter hat die Position jeder einzelnen Tafel und jedes Blockes festgelegt. Und danach haben wir uns auch gerichtet. Das heißt, wir haben es nach dieser Vorgabe gehängt. Das muss man dann allerdings ein bisschen anpassen, zumindest was die Räume angeht. Wir haben hier sehr viele kleinere Räume und sehr viele Ecken, sodass eben dann auch die Blöcke zusammenbleiben zum Beispiel. Da muss man etwas schieben. Aber zumindest ist es uns sehr gut gelungen, zum einen alle Tafeln zu zeigen. Das sind immerhin 783. Und zum anderen sie so zu zeigen, dass der Raum vollständig gefüllt ist. Nee, das ist ja erstmal was ganz Tolles, wenn sich andere dafür interessieren. Ich habe das gemacht, so, wie man sowas privat wie ein privates Fotoalbum. Und dass dann Freunde kommen oder was weiß ich wer, sagen, oh, das ist interessant, das können wir doch mal zeigen. Und dann fängt es an. Gerhard Richter hatte 1972 seine erste Museumsausstellung im Limbachhaus in München. Und München war ein, glaube ich, recht wichtiger Ort für Gerhard Richter mit der Galerie Heiner Friedrich, wo er sehr früh ausgestellt hat, wo er auch den Atlas zum ersten Mal 1974 gezeigt hat. 1996 hat das Lehmbachhaus die Chance gehabt, den Atlas von Gerhard Richter zu erwerben, nachdem der Atlas 1989 schon im Lehmbachhaus einmal gezeigt war. Ich finde ihn ziemlich schlagkräftig, den Titel. Und ich weiß nicht mehr, wie er zustande gekommen ist. Es könnte sein, damals mit Heiner Friedrich hatte ich vermöglicht, dass er den Titel gefunden hat, der Galerist Heiner Friedrich. Der Begriff Atlas stammt ursprünglich von einem in den Flandern geborenen Gerhard Krämer, der sich latinisiert Mercator nannte und der unter dem Titel Atlas eine Ansammlung von Seekarten und Weltkarten, Landkarten herausgegeben hat und dieses Kompendium eben mit diesem Namen betitelt hat. Also Atlas hat natürlich im Grunde eine sehr vielfältige Bedeutung. Der Atlas ist ein berühmter Gott gewesen in der griechischen Mythologie, der am Ende der Welt das Himmelszelt hält. Atlas nennt man ein Gebirge in Marokko. Atlas war eine berühmte Trägerrakete der Amerikaner. Atlas nennt man auch einen Wirbel, der den Kopf stützt. Also ein sehr komplexer Name, aber ich denke, dass der ursprüngliche Sinn von Gerhard Mercator herkommt. Gerhard Richter fängt den Atlas 1962 bis 1964 an. 1961 verlässt er Dresden und geht in den Westen. Und offenbar ist dieser Anfang des Atlas eine Revision, ein Festhalten dessen, dass man überschreiben könnte, woher komme ich. Und das sind Fotos, wie wir sie alle kennen, aus Familienalben, Generationen alt zum Teil, Bilder aber auch aus jüngerer Vergangenheit, Schulkinder, Hochzeiten, Oma, Opa, alles dies gemischt ordnet er auf diesen weißen Kartons und stellt sie aber nicht wie unsereins versteckt ins Album, sondern für eine Präsentation an die Öffentlichkeit. Und dann reihen sich fast nahtlos an diese persönlichen Fotos die Bildmotive, die ihn unmittelbar für seine Malerei interessiert haben, diese Zeitungsausschnitte, die er dann als Bildvorlagen in quasi klassischer Art verwendet, indem er sie rastert, um sie ins große Format übertragen zu können. Und es gibt dann sehr unterschiedliche Prozesse, etwa hier den 2 Fiat betitelten Gemälde, das entstanden ist aus einem Detail einer Werbung, die er abfotografiert in 2 verschiedenen Tönungen, quasi als Vorstufe auf das schlussendlich ausgeführte Gemälde. Also es sind sehr unterschiedliche
Materialien und auch sehr unterschiedliche Strategien, die er da anwendet, um ein Bild zu erzeugen. Manchmal werden Details weggelöscht, wie bei den Totengräbern da ganz oben, die übersprüht werden. Zum Teil andere Bilder, wie diese zwei Liebespaare, sind nahezu vollständig so übernommen und abgemalt worden. Gerhard Richter nimmt in den Atlas von Anfang an sehr persönliche Dinge auf. Und er greift nach und nach Themen auf, die viele von uns schon berührt haben. Er lässt auch keine Grenze aus. Er bringt am Anfang die genannten Illustrationen aus Zeitungen und Zeitschriften, die jeder gesehen hat, die er aber im Detail auffasst und daraus eigene Bildschöpfungen gewinnt. Er lässt aber auch nicht aus Dinge, die uns peinlich und schwer ankommen, wie die Bilder aus den Konzentrationslagern, die gleich konfrontiert werden mit einem anderen Missbrauch des Menschen, nämlich in der Pornografie. Mit diesen Bildern, das ist eine erste Irritation. Und dann geht er weiter über seine Fotoexperimente zu dem Thema Vermalungen, wenn er uns zeigt, wie diese Malpaste eigentlich ein Grund ist, plastisch erscheinend und dann in großer poetischer Fläche gemalt ist. Das ist auch wunderbar an diesem großen Werk hier in dieser Ausstellung. Das ist der Strich von Soest, der uns zeigt, wie etwas plastisch erscheint und dann wieder im nächsten Moment völlig flach einem vorkommt. Und so geht er weiter, die verschiedenen Themen zu den 48 Porträts, zu Wolkenbildern, zu Stadtbildern, zu Gebirgen. Er wandert sozusagen sein ganzes Vokabular ab, macht dann die Seestücke, zeigt uns Interieurs, wie die Bilder, die er sich vorgestellt hat, die er zum Teil auch schon gemalt hat, in den Räumen aussehen sollen. Und so geht er von einem Thema zum anderen fortschreitend zu großer Systematik. Wir haben gerade hier hinter uns diese Raumansichten und dann gefolgt von den Farbtafeln, wo er von banalen Farbvorlagen aus dem Malergeschäft zu einem System abstrakter Farbflächen kommt. Wir wissen alle, welche grandiosen, abstrakten Farbtafelbilder, Gemälde dann entstanden sind. Und so geht er auch politisch brisante Themen an, wie den 18. Oktober 1977, auch wenn die Gemälde erst sehr viel später entstanden sind, ist die Beschäftigung mit den Fotos von den RAF-Terroristen, die tot in ihren Zellen aufgefunden wurden und durch den Stern publiziert wurden. Eine sehr bewegende Tragödie. Und dann gibt es ganz viele Tafeln dazwischen, wo er Fotos auf kleinere Kartons aufgeklebt hat und daneben Farbproben angerieben hat. Man spürt förmlich, wie er sich der Farbigkeit des Motivs nähern möchte, wie er zuerst Berührungen schafft. Und so scheint mir der ganze Atlas auch ein Berührungspunkt zu sein, eher wie eine Spur im Schnee, die so erste Eindrücke sammelt, erste Wegrichtungen beschreibt, noch weit bevor dann etwas Großes im Werk realisiert wird. Und betrachtet man allein den Komplex des Reichstags, der jetzt hier zu sehen ist, dann sieht man, wie das Ausgangsmaterial für ihn etwas sehr anders gelagertes war. Er wollte sich nochmal mit dem Thema Holocaust befassen und war sich dann klar, dass in dieser hohen, schmalen Wand der Eingangshalle zum Reichstag das nur zu optischen Verzerrungen geführt hätte. Er hatte diesen Versuch dann aufgegeben und ist dann zu Farbtafeln gekommen. Erst zu einer großen Vermalung, ähnlich diesem Strich. Das ist auch gescheitert. Dann hat er verschiedene farbige Elemente gesetzt und am Schluss kam er zu der Lösung, die heute zu sehen ist, nämlich die Nationalfarben, die deutschen Nationalfarben zu wählen. Aber man erkennt, dass
aus einer am Schluss so einleuchtend und normal und fast banal erscheinenden Lösung ein langer Entwicklungsprozess vorausgegangen ist. Und so ist zum Beispiel das ein sehr schöner Teil des Atlas, in dem man versteht, dass vieles von dem nicht realisiert wurde. Es ist sozusagen nur die letzte Idee, aber man begreift auch etwas mehr, wie der Bildprozess verlaufen ist. Das ist ja auch eine Art Suche nach dem roten Faden und dann, ich denke, den gibt es ja. Ja, ein wesentliches Hilfsmittel bei der Arbeit von Gerhard Richter ist sicher die Fotografie. Er beginnt den Atlas mit einer Sammlung von alten Fotografien und das Thema der Fotografie taucht immer wieder auf, ganz gleich, ob er selbst fotografiert hat oder ob er fotografische Quellen verwendet, wie in den 48 Porträts oder den Stadtansichten beispielsweise. Bei den Fotografien wird sehr häufig in Serien gearbeitet oder fast ausschließlich, weil nicht die einzelne Ansicht wohl die richtige, gültige ist, sondern dass es immer ein Auswahlprozess bei ihm ist. Und da gibt es bei ihm eine Tagebucheintragung, wo er sagt, von 100.000 gesehenen Landschaften fotografiere ich nur eine und von 100 fotografierten male ich nur eine, sodass ich auswähle, das heißt also genau weiß, was ich will. Also der Auswahlprozess läuft zum großen Teil über diese Fotografie, aber er ist ein Selektionsprozess. Ich glaube, das Prinzip der Ordnung, der Anordnung, der Verteilung der einzelnen Fotos, wie auch die Anordnung der Tafeln, zeigt eben diese klare künstlerische Strategie von Gerhard Richter, der in seinen Bildern auch keinen Zufall zulässt, sondern das sehr gesteuert, sehr geplant, sehr überlegt seine Bilder aufbaut. Die Fotografien haben meines Erachtens eine Anordnung, die aus dem Motiv heraus gewonnen ist, unterschiedliche Landschaften aus derselben Perspektive, leichte Veränderungen in Blickwinkel. Manchmal sind es Strukturen wie Baumstämme beim Waldmotiv oben, die diese Reihe noch deutlicher gliedern. Also die Fotografie ist, glaube ich, im Atlas das zentrale Thema, neben natürlich Skizzen, Collagen mit anderen Materialien. Das ist nur eine Dokumentation. Ein Kunstwerk ist das nicht, nee. Das glaube ich nicht. Interessant mag das sein, aber... Der Atlas ist als Kunstwerk so interessant, weil er dem Betrachter ganz unterschiedliche Erzählstrukturen vermittelt. Es gibt einmal die Narration, die im einzelnen Motiv liegt. Er wird oft angezogen von einzelnen Bildern, versucht sie zu verstehen, sie zu lesen, sucht ihre Nachbarschaft und versteht in einem größeren System besser, was das einzelne Detail bedeutet. Dann geht es aber auch immer in diese größeren Blöcke über und der Betrachter wandert mit verschiedenen Geschwindigkeiten innerhalb des Blockes und innerhalb der ganzen Erzählstruktur aller 783 Tafeln. Das heißt, es ist keine Ansammlung, die nur künstlerbiografischen Bedeutung hätte, sondern es ist eine Methode des Bildschaffens, die eigentlich alle großen Kunstwerke auszeichnet. Jedes große Kunstwerk lebt davon, dass der Betrachter auf ein gesamtes Bild, auf eine gesamte Narration, auf eine gesamte Geschichte, auf einen Gesamteindruck hingeführt wird und dann aber die Möglichkeit hat, in den Details Dinge zu entdecken, die Teil des Ganzen sind, aber die sich sozusagen in ihrer malerischen oder anderen bildhauerischen und was auch immer, welches Medium der Künstler wählt, Qualität, ein eigenes Leben darstellen. Und das, glaube ich, hat man in ganz aufregender Weise am Atlas. Diese Aufhebung des Details und die Fokussierung aufs Detail, also dass es immer hin und her pendeln, macht es gerade so spannend. Also es sind Überraschungen, Rhythmenwechseln, Geschwindigkeiten unterschiedlicher Natur drin. Und das,
glaube ich, zeichnet den Atlas aus.